YouTube. 3. Teil von God's Basement. Wir verabschieden hier die Raider gerade nochmal aus dem Chat. Schlaft gut, träumt was Schönes, erholt euch gut. Vielen, vielen lieben Dank an alle, die noch mit rüber geradet sind und jetzt vielleicht aber auch ins Bett gehen. Erholt euch gut. Komplett ins Bett hauen. Und hier, aber bei dir ist es zwar nie langweilig, aber du hast einfach eine entspannende Aura, die gut zum Nappen ist. Ach, Nock, das freut mich. Dann schlaf gut. Du Süßmaus, träum was Schönes und erhol dich auch gut, ja? Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht. So, wir legen hier weiter los. Omi sagt, das ist die Hölle. Ist doch gut. I have great news. I was one of the recipients for the scholarship. There is a downside, though. I can only use it on certain colleges. The list they gave me are all too far away to commute on a daily basis from our house and the college, so I would definitely have to move. The problem there is that no one would be able to take care of my grandmother. I can't just leave her. She can't cook or buy groceries or do anything by herself. I'm practically her caretaker rather than her grandson. If I leave her, she'll probably wind up dead from starvation or some sort of accident. It feels like I don't have many options here. Ich habe absolut fantastische Neuigkeiten. Ich wurde für das Stipendium angenommen. Aber es gibt auf jeden Fall auch negative Nachrichten. Ich kann es nur in bestimmten Colleges einlösen. Und die Liste, die sie mir gegeben haben, tja, da sind alle zu weit weg, als dass ich pendeln könnte. Das würde bedeuten, ich muss umziehen. Und da ist das Problem, dass ich immer noch auf meine Oma aufpassen muss. Ich kann sie hier schließlich nicht alleine lassen. Sie kann überhaupt nichts machen, weder kochen noch einkaufen oder irgendetwas. Also eigentlich bin ich ihr Pflegedienst. Viel eher, als dass ich ihr Enkel bin. Wenn ich sie hier alleine lasse, stirbt sie wahrscheinlich, weil sie verhungert oder irgendeinen Unfall baut. Es fühlt sich an, als hätte ich wirklich nicht viele Optionen. War die Kerze vorhin da auch schon an? Nö, ne? Ich lieb so Spiele. Digga. Oh, jetzt ist die Tür hier aber zu. Das ist aber was Neues. Guck mal, die ziehen nichts künstlich in die Länge. Nix. Ich liebe so Horror-Walking-Simulatoren. Die haben das überhaupt nicht nötig, irgendwas künstlich in die Länge zu ziehen, Digga. Die machen das einfach richtig gut. Es ist halt einfach gruselig. Habe ich nicht noch einen Hammer? Bäh, 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 bäh. Ach ja, und manchmal digger ich. Relativ oft. Verlässt du mich auch? Hab ich nicht vor, Omi. Einfach beim Vorlesen eine Oktave höher gerutscht. Auch? Lieb's. Oh. Passiert nix. Kann ich einfach weitergehen? Schlaf gut, Ari. Träum was Schönes und erhol dich gut, falls du einschlafen kannst. Needs a hammer. Oh, if I had a hammer. A hammer in the morning. A hammer in the evening. I would hammer all the night.
Dieser Hammer hier ist blutig. Das ist bestimmt ein gutes Zeichen. Ich werde dir gleich den Hammer reichen. Dann hauen wir Omi kurz K.O. Dann fahren wir zur Schule. Und dann sind wir alle froh. Schlag das Hammer in das Köpfchen. Das ist die Lösung oder so. Es tut mir leid. I can't. Ich fange hier gleich an zu weinen. Fuck you, Motzi. Oh, Dankeschön für die 50 Bits. Ellie? Schmelisabeth. Ellie! Guck mich nicht so an. Wir gehen nicht ohne Mama ins Bett, mein Schatz. Ellie ist mein Hund, für alle, die es nicht wissen. Wir gehen nicht ohne Mama ins Bettchen. Auch nicht in dein Körbchen vor dem Bettchen. Ich brauch dich hier. Oh mein Gott, ihr habt gar keinen Sound. Warum sagt denn keiner was? Why nobody says anything? Ich wollte gerade fragen. Okay, Omi, lass mich halt in Ruhe. Oh. Da war er. Wer? Der Sound, ja. James, it's been a while since our last encounter. That was a lot of information to absorb. I hope you got most of it, but I'll try to summarize the best that I can. You were trying your hardest to get by high school while also taking care of your grandmother, along with holding a part-time job. Yes, sir. At the end of high school, you had amazing grades and received a full-ride scholarship. Yes, sir. The only problem was you would have to leave your grandmother to attend college. Yes, sir. She raised you all by herself after your parents passed away. It tore you up inside, knowing that you would have to abandon her to move forward in your life. Slowly but surely, her condition kept deteriorating, to the point where it was an extreme burden to provide care for her. You had to make a choice, abandon her and move on with your life, or throw away a full-ride scholarship and sacrifice your potential to take care of her. Are you ready to find out what choice you made? This is kind of exciting, isn't it? Well, I won't make you wait any longer. You chose to stay. Flaschenpfand. You felt that it would be wrong Schlaf to gut. abandon her, especially when she needed you the most. She took care of you when you were abandoned, right? You were just returning the favor. If you haven't noticed, this area represents your old job. The one you worked while taking care of your grandmother after you graduated. First thing you should probably do is sign in. Enter the door to your left and find your ID card. I'll speak to you soon.
Good luck. Das werde ich niemals verstehen, ne? Warum? Und auch dieser Spalt hier, ne? Der müsste, wenn das in den USA ist, eigentlich viel größer sein. Ach, guck mal, hier ist offen. Schlaft gut, ihr Süßen, träumt was Schönes und erholt euch gut. Dankeschön für alle, die noch mit rüber geradet sind und, ne, und so. Danke, dass ihr auch so lange da wart und so. Liebe. Hiebe. Nein, Uli ist da, wie schön. Wie geht es dir? Süßmaus. Please sign in. Number of boxes organized. Mir geht's ganz hervorragend. Das freut mich. Und selber bisschen gestresst. Horror halt. Mensch, aber guck mal, jetzt haben wir hier doch schon wieder eine Aufgabe, die das Ganze viel erträglicher macht für uns. Das ist ja ein richtiger Scheißjob, Leute. James, are you having fun organizing those boxes? Mhm. Mozi Ari, hier treibt sich die wilde Truppe rum. Ja, immer. Immer. Mensch, das ist ein richtig toller Job, ne? Are those boxes heavy? It must get pretty tiring doing this 8 hours a day, 5 days a week. Mozi. Warum ist mir das klar? Ich schlafe schon, du schläfst noch gar nicht, Ari. Wenn du weiter zuguckst, wirst du auch nicht schlafen können. Dafür werde ich sorgen. Hey, I think you missed one. Look over there, in the corner. Du hast eine ganz seltsame Schlafstörung. Does it get tiring? Doing this job day after day, only to come home having to care for your elderly grandmother. Kann mir schon Geileres vorstellen. Vor allem, weil wir ein Stipendium hatten. Wenn man Schüler mit Top-Noten mit einem absolut krassen Stipendium für sämtliche Schulen im Land und wir landen hier und sortieren Do you ever Boxen. feel regret? Maybe you should have just taken the scholarship and Ja. ran off.
Was entschuldige ich? Ich glaube, die Antwort mit dem Flirten, Uli. Dass dir das klar war. Think of all the potential you wasted. Was it worth it? Doing the same thing every single day. Das ist ja nett, ja. Ich denke, das waren einfach auch seine Gedanken, ne? Jeden Tag so einen Scheißjob. Nur weil irgendein Sacke sich die Eltern ermordet hat und er bei seiner Oma aufwachsen musste. Die Are you einzige... anxiously waiting to get home, or do you find this job more tedious than taking care of her? Wahrscheinlich ist der Job immer noch besser, als auf sie aufzupassen, ne? Kann ich mir vorstellen. It might seem like I'm trying to belittle you, but I'm just relaying the thoughts you had at the time. Ich sortiere. Tu, was mir gesagt wird in dem Spiel. Und ich finde es gerade sehr gut, dass wir nach jetzt ein bisschen unser Gehirn so wegschalten können. Ich finde es sehr entspannend gerade. Das ist auch wahrscheinlich genau das Ziel von diesem Kackspiel. Bea sorgt It's an für mein interesting Seelenfrieden. concept, isn't it? Sacrificing the future for the present. Sacrificing all that potential to have a clear conscience. Was it worth it? Ich würde gerne sagen, ja, das war absolutes worth it, aber to be honest, I don't think so. Danke für 50 Bits, Mozzi. Ich hoffe, wir sind alle wieder wach. Fick dich, ich hatte gerade meinen Seelenfrieden gefunden. Das ist die letzte Box. Wow, great job, James. Are you ready to start all over again tomorrow? Ich darf weitermachen. Ich wollte dich nur schon mal vorbereiten auf das, was gleich kommt. Was kommt denn gleich, Mozzi? Ich leider nicht. Ja, das hast du selbst in der Hand. Wow. Ich würde mich entschuldigen, wenn es mir leid täte, aber irgendwie... Oh, fand ihn gut.
Mozzi ist jetzt so rot geworden, dass sie nicht mehr ordentlich tippen kann. Das war jetzt zu viel auch. So schlimm? Eigentlich war das gerade ein freudscher Verschreiber. Das O war schon richtig. Ja, wie neulich mit dem Stottern, genau. Das war auch literally richtig funny. Vor lauter Flirterei, absolut. Oh Gott. Wie schafft man es, ein Horrorspiel langweilig zu machen? Hi. I'm the problem, it's me. Sorry, ich brauche das wirklich gerade, um mich so ein bisschen runterzufahren. 3 hours later. Ja, echt. Dankeschön für die 50 Bits, Mozzi. Und 3 hours later. Ich kann nichts dafür, also ich kann schon was dafür. Eigentlich bin ich der Hauptgrund, ist aber, naja. It is what it is. Ihr freut euch doch auch, wenn ich ein bisschen länger streame, oder nicht? Ob ich jetzt Sachen sortiere oder nicht. So kommen wir auch noch zu unserem cozy Teil hier. Mozzi stottert. Ich habe sie neulich zum Stottern gebracht, ja. Oh, ich komme doch an die Pakete daran. Ich bin einfach die geborene Arbeiterbiene. Hummelkönigin, meinte ich natürlich. Entschuldigung, warum komme ich an dieses Paket nicht ran? Das braucht aber einiges, bis da nichts mehr Schlagfertiges kommt. Auch einer Mozzi passiert das. Ich weiß halt, wie man eine Mozzi handeln muss. Das gibt bestimmt eine Errungenschaft. Lass mich die Errungenschaft kriegen. Ich kann ihn nicht mehr loswerden. Schläft die Prinzessin schon? Wo ist meine Kröte? Wo ist meine kleine Kröte? Wo ist meine kleine Kröte? Nude. Du warst schon im Bettchen. Ich hab's mitgekriegt. Du warst ja schon im Bettchen.
Die Uli lässt was für dich springen, mein Spatz. Möchte mein kleines verschlafenes Monsterchen ein Schmecki? Und hopsi. Oh, feine Maus, oh prima. Machst du ein ganz, ganz leises Danke? Ja, fein. Dann kriege ich jetzt noch ein Uli. Nee. Oh, ja, fein gemacht. Danke, Uli. Ja, das war die Uli. Feine Maus. Feine Maus. Ja. Oh. Ich hab einen Müdibert neben mir sitzen. Einen großen Müdibert. Oh. Müdibärtchen. Müdibert. Sie drückt gerade den Kopf in meine Hand. Mein Schatz. Mein Atze, du das kleine Schätzelein. Ja, danke für die Küsse. Sie ist so süß. Hättest sie aber nicht wecken brauchen. Naja, sie war auch nicht hier, wo ich ihr gesagt hatte, dass sie sich hinlegen soll. Also war schon okay. Jetzt Spiel verbuggt. Oh! Nee, das Spiel hat mir einfach nur gesagt, hör auf jetzt. Meins liegt auf der Kühlmatte. Ja, hat sie auch, aber jetzt gerade möchte sie nicht. Enter your old house. Ich werde auch noch gekauft. Für 7,99 voll das Schnäppchen. Voll gut. Sweepstakes. Win instantly. Wales. A sweetened cereal with artificial maple flavor. Maple? Derzeit ungünstig und wurschtelt sie weg. Ja, kenne ich von Ellie. Warum ist klar, dass ich in den Keller muss? Gut, das heißt ja auch Basement, ne? If I had a hammer in the morning, a hammer in the evening, I could hammer all the night. Kommt die Bohne mit den Temperaturen klar? Spielschuppelt haben wir nicht. Ist aber auch okay.
sorrow. Run. Das ist echt diese Barrikade, ne? Oh, damit sie halt nicht ausbricht aus ihrem Zimmer. Unsere Oma hat ein paar Probleme. Die ist krank. Parkinson. Und in dem Haus haben wir halt gelebt. Und weil sie nachts immer aufgestanden ist und Dinge kaputt gemacht hat und sich in Gefahr gebracht hat, haben wir sie dann eingesperrt. Clean up any broken plates. Hide kitchen knife under the bed. Check emails on phone. Nail wooden planks on door. Turn off all lights. Go to bed. Pick up any broken plates. War denn die Küche auf der anderen Seite, wa? Verwirrend gebautes Haus, Digga. Clean the 2 broken plates inside the house. Eigentlich ganz gut, wir sind tagsüber nur kurz unterwegs, aber dafür dann die letzte Runde nochmal länger. Den einen Tag hatten wir beide, aber auch echt Probleme. Bay wusste gar nicht, wohin sie sich legen sollte. Mittwochnachmittag ging bei uns beiden nichts mehr. Konnte ich auch nicht zur Arbeit. Oh je, wegen der Hitze auch, ne? Ganz schlimm. Hide the Messer under the bed. The knife. Das machen wir auch. Check emails on phone. It is unfortunate that you have declined our Fulbright scholarship program. Thank you for applying and we hope that you are successful in all of your future academic endeavors. Ricardo West. Scheiße, wir haben es echt abgelehnt, ne? Das ist ja auch so sad. Das ist doch einfach nur so sad. Oma und Opa von Bay haben schon zugesagt, das Bohnenenkelkind im Oktober zu nehmen. Nice.
Lay in bed while you hear a commotion outside. Pain. Are you full of it? Patience. Are you out of it? When will your suffering end? Schmerz. Bist du voll davon? Geduld. Ist sie dir ausgegangen? Wann wird dein Leiden ein Ende haben? Pain. Are you full of it? Patience. Are you out of it? James. When will your suffering end? You wanted her to die, didn't you? Not for her sake, but for your own. You yearned for her death, not because her suffering would cease. It was because yours would cease as well. Clean up any broken plates. Das haben wir schon gelesen. Today, I found my laptop broken. I left her alone for just a few minutes while I was in the bathroom, and I guess she walked into my bedroom and had an episode. I'll have to drain my savings in order to replace it. Heute habe ich meinen kaputten Laptop gefunden. Ich habe sie nur für ein paar Minuten alleine gelassen, als ich auf die Toilette ging. Und ich glaube, sie ist einfach in mein Schlafzimmer gegangen und hatte dort ihre Episode. Ich muss meine kompletten Ersparnisse nutzen, um ihn zu ersetzen. Veronica, open the door, please. Veronica, open the door. Do you feel the resentment pulsating through your veins? Do you feel the last breath of patience exiting your body? Do you feel the rage welling up, overflowing, displacing
A fatal accident that occurred last weekend is currently being investigated. Reports say that an elderly couple, along with their infant grandson, were driving along the interstate highway when the driver lost control. The vehicle swerved off the road and crashed into a tree. The driver, a retired elderly man by the name of Frank Young, was killed in the accident along with his infant grandson Kevin Young. The only survivor of the crash, Margaret Young, is in stable condition. Rumors suggest that alcohol might have been involved in the incident, but there is insufficient evidence to properly conclude the suspicion. Dear Mother, sorry I haven't been answering your calls. I know it wasn't your fault, but losing Kevin and Dad has taken a toll on all of us. I think Sarah and I just need some time to grieve and accept what happened. Take care. Your son, Neil Young. They never answered any of my letters or my calls. I waited an eternity to hear the sound of their voices. A brutal crime scene emerged this weekend within a quiet suburban neighborhood. 2 victims, Neil Young and Sarah Young, were viciously stabbed by an unknown assailant. The 2 parents leave an infant son behind. Authorities do not have a lead, and it was reported that each victim was stabbed over 30 times, resulting in the face of the victims to be heavily distorted and mangled. This brutal crime has shocked the local community. While sifting through some old boxes, you found an interesting set of documents that revealed the truth about your past. Your grandparents were involved in an accident that killed your grandfather and your infant brother. It wasn't your grandmother's fault entirely, but your parents couldn't help but put the blame on her. With no family or friends left, living a hopeless and bleak existence, your grandmother decided to murder them. With your parents out of the way, she could raise you all by herself. Her desire was selfish and evil. That was all you needed. A way to justify her death, a way to break the burden of taking care of her. Do you remember what you did? I'll walk you through it once more, just in case you've forgotten. I did something unspeakable. I killed them. I murdered them both. I didn't know what to do. I had nothing left to live for. I'm so sorry. Wowie, Tim, wowie. Get the knife. Get the new radio. Get the phone. Place the knife on her bed. Replace the old radio. Place the phone on the table outside the door. Wait outside her room. Get the knife. Get the new radio.
might seem suspicious, but for now, I'm going to need you to trust me. Are you in pain? Do you want that pain to go away? I can show you a way out, but you're going to have to do exactly what I say. Don't worry, very soon you won't feel any pain at all. You won't have to suffer any longer. The first thing I want you to do is to grab the knife on your bed. You're doing a great job. It's very sharp, so please be careful with it. The next step is to gently press the knife against your stomach. You're doing a wonderful job. Now, press a little harder. Keep applying more pressure until the knife penetrates the flesh of your stomach. You might feel quite a bit of pain, but that's going to be temporary. You're doing a great job. I want you to pull the knife out. Is there a warm, red fluid gushing out of your stomach? If so, then you applied enough pressure. I know that this might be painful, but pretty soon it's going to be all over. I want you to repeat the process, except now go a little to the right of the original spot. Keep applying pressure until the knife penetrates the flesh. Now that you've done the process twice, for the third time, go to the left of the original spot. Once again, keep applying pressure until the knife penetrates the flesh. You're doing a great job. Now return to the original spot. I want you to jab the knife into the wound 3 times. This time, don't slowly apply pressure. I want you to press the knife into your stomach as hard as you can. Whenever you're ready, go ahead. You're doing a wonderful job. Are you in pain? Are you suffering? I know you are, but don't worry, it'll all go away soon. This is the last step. Are you ready? All you have to do is to repeat the process, except this time, press the knife against your neck. Whenever you're ready, just swiftly thrust the knife into your neck. Then very soon, all the pain will go away. That's it. Let it all go. Pass on into the next world, wherever that might be. Goodbye. I can guarantee you will not be missed. Schlaf gut, Uli, träum was Schönes und erhol dich gut. Danke, dass du noch da warst. James, you murdered her. You knew about her delusions. She always talked about the man in the radio, so you decided to become that character. You replaced the old radio and then played an audio file telling her to stab herself repeatedly with a knife. You knew she was delusional and had episodes of schizophrenia. She followed your instructions and eventually bled to death due to her self-inflicted injuries. Since all the evidence pointed to a suicide, you weren't charged with anything. You finally got what you wanted. You were finally free. You might be wondering how exactly you ended up dead. Well, for the first few months, you lived your life carefree. You actually enjoyed life to some extent, not being tied down by an ill relative. But eventually, that all came crashing down. It started off with brief, horrific, gruesome nightmares. Visions of her stabbing herself endlessly, blood gushing out of her wounds, flooding your mind with blood-red guilt. Slowly, these nightmares leaked into your daily life. You'd see her out of the corner of your eye, whether you were driving, walking down the street, or at work. Even though you killed her,
she never really left. She lived in your mind and haunted you every day until you eventually couldn't fall asleep. Every time you closed your eyes, even for the briefest of moments, she'd manifest in your subconscious. Eventually, you went to the hospital and you were prescribed sleep medicine, but that only suppressed the issue. Slowly, your body adjusted to the medicine and you needed to increase the dose for the medicine to be effective. This process kept repeating until you were taking multiple times the recommended amount. You were addicted until one night you overdosed on sleep medication. Right now, in this moment, your physical body is currently in a hospital bed, hovering between the thin line of life and death. You're still probably wondering why you're here in God's basement. I'll finally tell you who I am and what this place really is. God's basement is a realm for those who have committed great sin but are still redeemable. The individuals that arrive in God's basement relive their own versions of hell, allowing them to reflect on their life and watch their slow descent into evil. Their resentment, hate, bitterness, and jealousy accumulate until those emotions manifest themselves through atrocious acts, yours being murder. You were backed into a corner, watching your life slowly pass you by. All those opportunities you sacrificed, all that potential wasted. You became bitter and resentful. Many could sympathize with you. Many might have even done the same. You were hopeless, and it felt like you were inside a living hell. I am called the Operator. I am an entity that manifests in God's basement. I manifest myself in different ways depending on the person. My job is to guide the person inside God's basement and allow them to relive their life from a different perspective. In your case, I manifested with many characteristics resembling the man in the radio. Hopefully this explanation cleared everything up. You're still probably wondering what happens now that you have all your memories. I mentioned earlier that God's basement are for those who are still redeemable. Even though you committed an atrocious sin, you were trapped in a hopeless existence. Also, the person you killed wasn't really your grandmother. She was a shell of her former self. Your grandmother died long ago. Part of you wanted to see her suffering cease. Your crime was both cruel and merciful at the same time. You are going to get a second chance at life. Pretty soon you're going to wake up in a hospital bed out of your drug-induced coma. Learn to live with what you did. The feelings of guilt, paranoia, and pain will never completely go away. James, make the most out of life and be grateful for this second chance. One last thing. Good luck. God's basement.
Thank you for playing. Erebus. Ach, Omi. Hello, I'm the developer of God's Basement. You've reached the end, and I wanted to say thank you for playing through the whole game. I'm still pretty new to creating video games, so I hope this experience was bearable. Hopefully you enjoyed the experience. Maybe someday you'll play another one of my games, if I'm able to release another one. Thanks again, Erebus. Uff! Ja, was für ein fantastisches Spiel, ne? Großartige Story. Sehr deep, sehr intens, auch gerade so zum Ende. Der letzte Monolog war auch einfach toll. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, ob ihr damit übereinstimmt. Also ob das, was hier passiert ist, nämlich der Mord an unserer Großmutter in dem Fall, ob ihr auch sagen würdet, dass so jemand nochmal eine Chance haben sollte, auf der Welt zu wandeln, oder ob das da vielleicht besser gewesen wäre, wenn wir, also the main character, einfach in God's Basement geblieben wäre. Oder direkt in die Hölle gefahren wäre. Ich freue mich auf eure Meinungen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi. Oh, mein Aufnahmeknopf. Hier. Tschüssi.